Hallo Luna, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, ganz gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe gestern sehr gut geschlafen und das Wetter ist heute so schön. Ja, es ist wirklich schön, dich so glücklich zu sehen. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, dass wir am Wochenende gemeinsam kochen und Freunde einladen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super, Mia. Ich freue mich schon sehr darauf. Wann hättest du Lust zu kochen? Wir könnten das am Sonntag machen. Was meinst du? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir am Samstag kochen, weil ich am Sonntag einen Termin habe. Passt das für dich? Samstag passt mir auch gut. Wen möchtest du einladen? Ich möchte Jana und Sarah einladen. Was denkst du darüber? Da stimme ich zu. Ich würde auch gerne Maria einladen, weil sie eine sehr nette Person ist und uns vielleicht bei der Prüfung helfen kann. Was meinst du? Das gefällt mir richtig gut. Was sollen wir am Samstag kochen? Wir könnten eine Pizza selbst backen oder Spaghetti mit einer Tomatensauce machen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super, Luna. Ich mag Spaghetti mit einer Tomatensauce. Wir könnten dazu einen großen gemischten Salat mit gebratenem Hähnchenfleisch vorbereiten. Hervorragender Vorschlag. Ich liebe Hühnersalat. Luna, weißt du was? Wir sollten zum Kaufland gehen, weil wir zu Hause kein Hähnchen und keine Nudeln mehr haben. Könntest du bitte 2 Packungen Nudeln mitbringen? Ich kaufe das Hähnchen. Nein, Mia, du kannst zu Hause bleiben. Ich hole schnell Hähnchen und Nudeln, dann bin ich gleich wieder da. Ich habe eine Frage. Kannst du kochen? Ich koche nämlich nicht so gerne. Okay, kein Problem. Ich koche sehr gerne. Keine Sorge. Das ist toll. Danach mache ich sauber. Luna, hast du einen Lautsprecher? Vielleicht möchten wir beim Kochen Musik hören. Ja, ich habe eine Lautsprecher in meinem Zimmer. Du kannst sie aus dem Schrank nehmen. Das ist super. Okay, Mia, ich komme gleich wieder. Bis bald. Tschüss. Hallo Leon, wie geht es dir heute? Hallo Mia. Danke, mir geht es sehr gut. Das Wetter ist heute so schön, oder? Ja, wirklich. Genau deshalb habe ich eine Idee. Möchtest du am nächsten freien Tag einen Ausflug mit mir machen? Oh, das klingt wunderbar. Ich war schon lange nicht mehr in der Natur. Wohin möchtest du fahren? Ich würde gerne in den Wald fahren, weil die Natur dort so ruhig und schön ist. Man kann gut spazieren gehen und frische Luft genießen. Was denkst du? Der Wald klingt gut, aber ich würde lieber an einen See fahren, weil wir dort auch schwimmen können. Das Wasser ist in dieser Jahreszeit bestimmt sehr angenehm. Was meinst du? Hm, ein See klingt auch sehr schön. Ich stimme zu. Weißt du, wo es einen schönen See in der Nähe gibt? Ja, ich kenne den Walder See. Er ist ungefähr 30 Kilometer von hier entfernt und sehr beliebt. Es gibt dort auch einen kleinen Strand. Warst du schon einmal dort? Nein, noch nie. Das klingt perfekt. Wie kommen wir dorthin? Hast du ein Auto? Leider nein. Aber es gibt einen direkten Bus, der jeden Samstag zum See fährt. Die Fahrt dauert ungefähr 45 Minuten. Wäre das okay für dich? Ja, natürlich. Mit dem Bus ist es auch in Ordnung. Außerdem ist es günstiger. Wann fährt der erste Bus ab? Um 9 Uhr morgens. Wenn wir den nehmen, sind wir um 9:45 Uhr hier am See und haben den ganzen Tag Zeit. Super. Was sollen wir mitnehmen? Ich bringe Sonnencreme und ein großes Handtuch mit. Ich bringe eine Decke und ausreichend Wasser mit. Sollen wir auch Essen mitbringen oder kaufen wir etwas am See? Ich denke, wir sollten Essen selbst mitbringen, weil es am See meistens sehr teuer ist. Ich kann Sandwiches machen. Wunderbar. Ich bringe Obst und Kekse mit. Das reicht für den ganzen Tag. Perfekt. Und wann sollen wir zurückfahren? Ich muss am Abend noch einkaufen gehen. Wie wäre es, wenn wir um 17 Uhr den Bus zurücknehmen? Dann sind wir gegen 18 Uhr wieder in der Stadt. Das passt mir sehr gut. Also morgen früh um 8:45 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Supermarkt? Genau dort. Ich freue mich schon sehr. Das wird ein schöner Tag. Ich mich auch. Vergiss deine Badehose nicht. Natürlich nicht. Bis morgen früh, Mia. Bis morgen, Leon. Hallo Felix. Weißt du noch, dass nächste Woche Toms Geburtstag ist? Oh Gott, das habe ich fast vergessen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Wir müssen unbedingt etwas organisieren. Genau. Ich hatte eine Idee. Möchtest du zusammen mit mir eine Überraschungsparty für Tom machen? Das ist eine fantastische Idee. Tom wird sich so sehr freuen. Er liebt Partys. Wo sollen wir feiern? Ich würde es gerne bei mir machen, aber meine Wohnung ist leider zu klein. Hast du vielleicht eine größere? Ja,
Mein Wohnzimmer ist groß und ich habe auch eine Terrasse. Wir können ungefähr 15 Personen einladen. Das reicht, oder? Das ist mehr als genug. Das ist wirklich nett von dir, Felix. Wen sollen wir einladen? Ich möchte auf jeden Fall Jana und Sarah einladen, weil sie Toms beste Freundinnen sind. Ja, die müssen kommen. Ich kenne noch Toms Kollegen Paul und Erik. Soll ich die beiden auch einladen? Ja, natürlich. Was schenken wir Tom? Hast du eine Idee? Tom liest sehr gerne. Wir könnten zusammen ein Buch kaufen. Ich habe gehört, dass er sich einen bestimmten Roman schon lange wünscht. Oh, das ist eine wunderbare Idee. Wie viel kostet das Buch? Ungefähr 20 Euro. Wir können es teilen, also 10 Euro pro Person. Perfekt. Was essen und trinken wir auf der Party? Ich kann einen Kuchen backen und einen großen Salat vorbereiten. Das mache ich sehr gerne. Wunderbar. Ich kümmere mich um die Getränke und kaufe noch Chips und Dips. Und wie überraschen wir Tom? Ich habe eine Idee. Wir sagen Tom, dass wir zusammen ins Kino gehen. Du holst ihn ab und führst ihn zu meiner Wohnung. Alle anderen Gäste warten dort schon. Das ist perfekt. Tom wird es überhaupt nicht merken. Wann genau? An seinem Geburtstag, also Freitag? Ja, Freitag ist ideal. Wir sagen, der Film fängt um 19 Uhr an. Die Gäste kommen dann um 18 Uhr zu mir. Wunderbar. Ich schreibe heute noch allen eine Einladung. Das wird Toms bester Geburtstag. Bestimmt. Danke für die tolle Idee, Mia. Bis Freitag. Bis Freitag, Felix. Hallo, Tobias. Ich habe gerade erfahren, dass ich im Juli 2 Wochen Urlaub bekomme. Hast du auch frei? Hallo Mia, ja, ich habe vom 5. bis zum 19. Juli frei. Das ist eine tolle Übereinstimmung. Perfekt. Ich dachte, wir könnten zusammen verreisen. Was hältst du davon? Das ist eine großartige Idee. Alleine macht Reisen halb so viel Spaß. Wohin möchtest du fahren? Ich würde sehr gerne nach Italien. Das Essen ist fantastisch, die Städte sind wunderschön und das Meer ist so blau. Warst du schon einmal dort? Nein, noch nie, aber ich habe immer davon geträumt. Welche Stadt hast du dir vorgestellt? Ich dachte an Rom. Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel das Kolosseum und den Vatikan. Was meinst du? Rom klingt wunderbar, aber ich muss ehrlich sagen, mein Budget ist begrenzt. Ich kann ungefähr 800 Euro ausgeben. Ist das realistisch? Ja, das ist möglich, wenn wir klug planen. Wir könnten in einem Hostel wohnen. Das ist viel günstiger als ein Hotel. Ungefähr 30 Euro pro Nacht und Person. Das klingt gut. Wie kommen wir nach Rom? Fliegen wir? Ich würde lieber mit dem Zug fahren, weil es entspannter ist und wir die Landschaft sehen können. Außerdem können wir Nachttickets buchen und im Zug schlafen. Oh, das ist sehr praktisch. Das spart uns auch eine Übernachtung. Wie lange bleiben wir? Ich dachte an 10 Tage. Dann haben wir noch Zeit für einen kurzen Ausflug ans Meer. 10 Tage sind perfekt. Und wie organisieren wir die Kosten? Ich finde es am einfachsten, alle gemeinsamen Kosten zu teilen. Zug, Unterkunft und Ausflüge zahlen wir halb und halb. Das Essen zahlt jeder selbst. Das ist sehr fair. Einverstanden. Soll ich das Hostel suchen und buchen? Ja, das wäre super. Ich kümmere mich um die Zugtickets. Die muss man früh buchen, damit sie günstig sind. Perfekt. Ich bin so aufgeregt. Es wird ein unvergesslicher Urlaub. Ich auch. Ich fange heute noch an, Sehenswürdigkeiten zu recherchieren. Bis bald, Tobias. Bis bald, Mia. Auf nach Rom. Hallo Niklas, meine Wohnung ist so voll mit alten Sachen. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Hast du das auch manchmal? Hallo Mia. Oh ja, bei mir ist es genauso. Ich habe Kartons voller Sachen, die ich schon Jahre nicht mehr benutzt habe. Ich habe eine Idee. Möchtest du mit mir zusammen einen Flohmarktstand organisieren? Wir können unsere alten Sachen verkaufen und dabei noch Geld verdienen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Alleine hatte ich nie die Motivation. Zu zweit macht das viel mehr Spaß. Wann sollen wir das machen? Jeden Samstag findet am Stadtpark ein großer Flohmarkt statt. Wie wäre es mit nächstem Samstag? Das passt mir sehr gut. Muss man einen Platz reservieren oder kann man einfach hingehen? Man muss einen Stand reservieren. Ich habe nachgeschaut. Er kostet 10 Euro pro Person für den ganzen Tag. Das ist sehr günstig. Ja, das ist wirklich nicht teuer. Ich bin dabei. Was möchtest du verkaufen? Ich habe viele alte Bücher, Kleidung, die mir nicht mehr passt, ein paar Küchengeräte und Dekosachen. Und du? Ich habe alte CDs und DVDs, Sportschuhe und mein altes Fahrrad, das ich seit 2 Jahren nicht mehr benutze. Ein Fahrrad. Das wird bestimmt schnell verkauft. Wie bringen wir alles dorthin? Ich habe ein Auto.
Ich kann alles einladen und uns beide hinfahren, kein Problem. Wunderbar. Wie entscheiden wir die Preise? Ich denke, wir sollten sie niedrig halten. Bücher für 1 bis 2 Euro, Kleidung für 3 bis 5 Euro, das Fahrrad für 40 Euro. Was meinst du? Das klingt vernünftig. Die Küchengeräte verkaufe ich für 5 bis 10 Euro. Wenn wir am Ende noch Sachen übrig haben, können wir die Preise reduzieren. Genau. Und was machen wir mit dem Geld danach? Wir könnten zusammen essen gehen. Das wäre eine schöne Belohnung nach einem langen Tag. Fantastische Idee. Wenn wir viel verdienen, gehen wir ins Restaurant. Wenn nicht, kaufen wir eine Pizza. Abgemacht. Holst du mich am Samstag um 7:30 Uhr ab? Der Flohmarkt fängt um 8 Uhr an. Um 7:30 Uhr ist ein bisschen früh. Aber okay. Für den Flohmarkt stehe ich gern früh auf. Prima. Bis Samstag früh, Niklas. Bis Samstag mir. Hallo David. Wie war deine Woche? Ich finde, wir brauchen dringend etwas Spaßiges. Hallo Mia, die Woche war wirklich sehr stressig. Ich hatte jeden Tag viel zu viel Arbeit. Was hast du dir gedacht? Ich möchte einen Spieleabend mit Freunden organisieren. Das macht immer so viel Spaß. Und man lacht viel. Hast du Lust? Oh ja, ich liebe Gesellschaftsspiele. Ich war schon so lange nicht mehr auf einem Spieleabend. Wann sollen wir das machen? Wie wäre es mit diesem Freitagabend? Die Arbeitswoche ist dann vorbei und wir können richtig entspannen. Freitag ist perfekt. Bei wem machen wir das? Hast du eine große Wohnung? Meine Wohnung ist leider nicht so groß. Könnten wir es bei dir machen? Du hast doch ein schönes Wohnzimmer. Ja, natürlich. Ich räume schnell auf und dann ist genug Platz. Welche Spiele sollen wir spielen? Ich habe Uno und Wer bin ich? Zu Hause. Die sind immer sehr lustig. Bringst du auch Spiele mit? Ja, ich habe Tabu und ein lustiges Kartenspiel. Das wird ein toller Abend. Wen laden wir ein? Ich möchte Jana und Sarah einladen. Die sind sehr gesellig und machen immer gute Stimmung. Und du? Ich lade noch meinen Freund Erik ein. Das sind dann 5 Personen. Das ist eine schöne Runde. Perfekt. Was essen und trinken wir? Sollen wir etwas kochen? Ich denke, Kochen ist zu viel Aufwand für einen Spieleabend. Ich bestelle einfach eine große Pizza für alle. Magst du Pizza? Ich liebe Pizza. Und ich bringe Chips und Dips mit. Außerdem backe ich heute noch schnell Brownies als Dessert. Oh, deine Brownies sind immer fantastisch. Ich kaufe Getränke. Cola, Saft und Wasser. Super! Wie lange soll der Abend dauern? Ich muss am Samstag früh aufstehen. Wir fangen um 19 Uhr an und hören gegen Mitternacht auf. Das reicht für viele Spiele. Das klingt gut. Ich komme etwas früher, um dir beim Aufbauen zu helfen. Vielleicht um 18:30 Uhr? Ja, sehr gerne. Dann können wir zusammen alles vorbereiten. Also bis Freitag, Mia. Bis Freitag, David. Hallo Marco. Ich habe letzte Woche beim Arzt erfahren, dass ich mehr Sport treiben soll. Treibst du gerne Sport? Hallo Mia. Ja, ich mache sehr gerne Sport. Ich gehe 3-mal pro Woche joggen, aber alleine wird es manchmal langweilig. Was für Sport interessiert dich? Ich würde gerne Badminton spielen, weil es sehr Spaß macht und man dabei viel läuft, ohne es zu merken. Hast du das schon einmal gespielt? Ja, Badminton mag ich sehr. Ich war früher sogar in einem Verein. Wann können wir spielen? Wie wäre es mit Mittwochnachmittag? Ich habe ab 15 Uhr frei. Kannst du dann? Mittwoch passt mir sehr gut, aber wo spielen wir? Ich kenne keine Badmintonhalle in unserer Gegend. Ich habe eine Sporthalle gefunden. Sie heißt Sportzentrum Nord und man kann dort Felder mieten. Es kostet 8 Euro pro Person und Stunde. Ist das okay? Ja, das ist akzeptabel. Wie lange möchtest du spielen? Ich denke 2 Stunden von 15 bis 17 Uhr. Was meinst du? 2 Stunden ist gut. Dann werden wir beide richtig erschöpft sein. Hast du einen Badmintonschläger? Nein, leider nicht. Kannst du mir einen leihen? Natürlich, ich bringe beide Schläger mit, aber Federbälle habe ich keine mehr. Die sind beim letzten Spielen alle kaputt gegangen. Kein Problem. Ich kaufe neue Federbälle. Ich gehe sowieso heute noch in den Sportladen. Super. Und was machst du nach dem Sport? Gehst du direkt nach Hause? Nach dem Sport habe ich immer großen Hunger. Ich würde gerne danach essen gehen. Kennst du ein gutes Restaurant in der Nähe? Ja, gleich um die Ecke gibt es ein sehr gutes griechisches Restaurant. Das Essen ist lecker und die Portionen sind groß. Nach dem Sport brauchen wir bestimmt große Portionen. Oh, ich esse sehr gerne griechisches Essen. Das klingt perfekt. Wie machen wir das mit dem Bezahlen? Jeder zahlt für sich selbst. Das ist am einfachsten, oder? Ja, einverstanden. Also Mittwoch um 15 Uhr im Sportzentrum Nord? Genau, ich freue mich schon. Vergiss die Federbälle nicht. Keine Sorge, bis Mittwoch, Marco. Bis Mittwoch, Mia.
Hallo Stefan! Der Sommer ist endlich da. Hast du Lust, mir bei meinem Garten zu helfen? Er sieht im Moment leider sehr unordentlich aus. Hallo Mia. Ja, ich helfe dir sehr gerne. Ich arbeite selbst gerne im Garten. Was muss denn alles gemacht werden? Wir müssen das Unkraut entfernen, den Rasen mähen und neue Blumen pflanzen. Das ist zu viel für eine Person alleine. Zu zweit schaffen wir das in ein paar Stunden. Wann sollen wir das machen? Ich dachte an Samstag. Das Wetter soll sehr schön sein. Und wenn wir fertig sind, könnten wir danach grillen. Was hältst du davon? Oh, das ist eine wunderbare Idee. Ich grille sehr gerne. Nach der Gartenarbeit hat man immer großen Hunger. Laden wir noch andere Leute ein? Ja, ich möchte Jana und ihre Freundin Maria einladen. Und du? Ich bringe meinen Freund Lukas mit, wenn das okay ist. Er hilft auch gerne im Garten. Natürlich. Mehr Hände bedeuten weniger Arbeit. Was sollen wir grillen? Ich würde Würstchen und Hähnchenschenkel grillen. Die werden auf dem Grill immer perfekt. Magst du das? Ja, sehr gerne. Ich kaufe also Würstchen und Hähnchen. Jana isst aber kein Fleisch. Bringst du vielleicht auch Gemüse mit? Kein Problem. Ich bringe Zucchini, Paprika und Maiskolben mit. Gegrilltes Gemüse ist wirklich sehr lecker. Perfekt. Ich habe noch Cola und Wasser zu Hause. Was trinkst du gerne? Ich bringe Bier und Limonade mit. Und ich mache auch einen Kartoffelsalat, wenn du möchtest. Oh ja, Kartoffelsalat beim Grillen ist ein Muss. Soll ich noch etwas vorbereiten? Kannst du einen grünen Salat machen? Dann haben wir alles dabei. Ja, gerne. Hast du einen Grill oder soll ich meinen rausholen? Ich bringe meinen großen Holzkohlegrill mit. Der ist viel besser als ein kleiner Grill. Wunderbar. Also Samstag um 10 Uhr für die Gartenarbeit. Ja, und gegen 14 Uhr können wir dann mit dem Grillen beginnen. Das klingt nach einem perfekten Tag. Ich freue mich schon sehr. Bis Samstag, Stefan. Bis Samstag, Mia. Hallo Jonas. Ich bin heute so müde und habe keine Lust auszugehen. Möchtest du heute Abend einen Filmabend bei mir machen? Hallo Mia, das ist eine tolle Idee. Ich bin auch etwas müde. Ein gemütlicher Abend zu Hause klingt perfekt. Was für einen Film möchtest du schauen? Ich würde gerne einen Horrorfilm schauen. Ich liebe Horrorfilme. Was denkst du? Oh, ich schaue nicht so gerne Horrorfilme. Ich schlafe danach immer schlecht. Könnten wir vielleicht eine Komödie schauen? Die machen gute Laune. Okay, eine Komödie ist auch schön. Kennst du einen guten Film? Ich habe gehört, dass Kokowä sehr lustig ist. Hast du ihn schon gesehen? Nein, noch nie. Ich schaue kurz nach, ob er auf Netflix ist. Oh ja, er ist da. Dann schauen wir diesen Film. Perfekt. Lädst du noch jemanden ein oder bleiben wir zu zweit? Ich frage kurz Sarah, ob sie Lust hat. Sie wohnt gleich in der Nähe. Ist das okay? Ja, natürlich. Sarah ist immer lustig. Dann sind wir zu dritt, das ist eine schöne Runde. Was essen und trinken wir beim Film? Ich habe noch Chips und Gummibären zu Hause. Magst du das? Ja, Chips beim Film ist ein Muss. Ich bringe noch Popcorn mit. Das gehört für mich zu einem richtigen Filmabend dazu. Oh ja, Popcorn. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und zu trinken? Soll ich Cola kaufen? Ja, Cola passt gut. Ich kaufe auf dem Weg noch eine Flasche Saft für Sarah, falls sie keine Cola mag. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ich mache noch schnell Sandwiches, damit wir auch etwas Richtiges essen. Wunderbar. Das klingt nach einem perfekten Abend. Um wie viel Uhr fängt es an? Komm ruhig um 19 Uhr. Wir essen zuerst die Sandwiches, reden ein bisschen und um 20 Uhr starten wir den Film. Das ist ein guter Plan. Ich schreibe Sarah jetzt kurz, dass wir um 19 Uhr bei dir sind. Super! Ach, weißt du noch meine Adresse? Ich glaube, du warst noch nie bei mir. Stimmt. Schick mir kurz deine Adresse per Nachricht. Mache ich sofort. Bis heute Abend, Jonas. Bis heute Abend, Mia. Hallo Ben. Ich möchte eine neue Sprache lernen. Interessiert dich das auch? Hallo Mia. Oh ja, ich möchte schon lange eine neue Sprache lernen. Welche Sprache denkst du? Ich würde gerne Spanisch lernen, weil ich nächstes Jahr nach Spanien reisen möchte. Und ich möchte dann ein bisschen mit den Einheimischen sprechen können. Spanisch klingt fantastisch. Ich war letztes Jahr in Mexiko und konnte leider kein einziges Wort verstehen. Das war sehr frustrierend. Ich mache gerne mit. Wunderbar. Sollen wir einen Kurs besuchen oder alleine lernen? Ich denke, ein Kurs ist besser, weil wir dort einen Lehrer haben und regelmäßig üben. Hast du eine Sprachschule gefunden? Ja, in der Stadtmitte gibt es eine. Der Anfängerkurs kostet 120 € pro Monat. Ist das okay für dich? Das ist nicht so günstig, aber für einen guten Kurs lohnt es sich. Wann findet der Unterricht statt?
Dienstags und Donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Kannst du dann immer? Dienstag passt mir gut, aber Donnerstag habe ich manchmal bis 19 Uhr Arbeit. Ist das ein Problem? Ich habe nachgefragt und die Schule sagt, man darf manchmal etwas später kommen. Das ist also kein großes Problem. Oh, das ist sehr flexibel. Dann bin ich dabei. Wann fängt der Kurs an? Am 1. des nächsten Monats. Wir haben noch 2 Wochen Zeit, um uns anzumelden. Perfekt. Und wie lernen wir außerhalb des Kurses? Nur der Unterricht reicht meiner Meinung nach nicht. Ich dachte, wir könnten uns einmal pro Woche in einem Café treffen und zusammen üben. Das macht mehr Spaß als alleine zu Hause lernen. Das ist eine tolle Idee. Wann wäre das für dich am besten? Samstagnachmittag um 14 Uhr? Da bin ich immer frei. Samstag passt mir perfekt. Dann sprechen wir nur auf Spanisch. Aber am Anfang wissen wir noch fast nichts, das wird sehr lustig. Haha, ja. Vielleicht sagen wir am Anfang nur Hola und Gracias, aber nach ein paar Monaten wird es bestimmt besser. Ich bin sehr motiviert. Soll ich uns beide anmelden? Ja, bitte. Das ist sehr nett von dir. Ich freue mich schon so sehr. Ich auch. Bis nächsten Monat, Mia. Hasta luego. Haha, tschüss, Ben.